Ein Thema, kein richtig oder falsch. Kulturelle Aneignung. Dürfen Kinder sich noch als Cowboy und Indianer verkleiden? Boah, ja. Nein. Ich bin der Meinung, das geht nicht. Ja, da kommen wir jetzt zu einem sehr schwierigen Thema. Kulturelle Aneignung ist die unerlaubte Wegnahme geistigen Eigentums, traditionellen Wissens oder kultureller Artefakte. Kultur wird zur Ware gemacht. Die Frage bei Indianerkostüm ist natürlich auch immer, stellt das wirklich die wahren nativen Einwohner Amerikas dar oder ist es die Vorstellung des Westens aus den Winnetou-Filmen? Indianer waren für uns eine Art Helden, weil die Indianer haben ja in der Regel auch gewonnen, im Film zumindest. Ich finde, sobald man das Kostüm anzieht, entwürdigt man quasi deren Kultur. Es gibt 10 Trilliarden andere Kostüme, die Kinder anziehen können. Die Kinder können noch gar nicht groß abschätzen, was die Großen eigentlich damit meinen, wenn Cowboy und Indianer kritisiert werden. Ich war als Kind großer Indianer-Fan. Weil ich Indianer-Fan war und es toll fand, habe ich mir da also alle möglichen Bücher zu angehört und irgendwelche Was-ist-was-CDs und solche Sachen. Trotz der Geschichte, die nicht schön ist einem immer noch klar, dass es diesen Kampf zwischen Cowboy, Indianer und so gab. Und so das Land damals dort übernommen worden ist und so auch viele der Indianer gestorben sind. Dann muss man halt auch eine gewisse Sensibilität dafür entwickeln, dass dieses spöttische, zynisch rüberkommende Verkleiden und dieses Lustigmachen für diese Menschen wohl sehr verletzend sein muss. Wenn man zu politisch korrekt wird, dann darf man irgendwann gar nichts mehr. Ich glaube allerdings, man muss trotzdem Awareness bieten. Also man muss darauf aufmerksam machen, ey Leute, wenn du dich als erwachsener Mann irgendwie als Indianer verkleidest und das ins Lächerliche ziehst oder sonst was, ist es nicht in Ordnung. Ich glaube aber, wenn ein 5-jähriger Junge, weil er das so von Lucky Luke kennt, sich gerne als Cowboy verkleiden will, sollte es da eine gewisse Freiheit geben, wo wir alle den Kontext verstehen. Bei uns in Fulda beim Fastnachtsumzug, da gab es einen, der sich immer schwarz angemalt hat, hat große Kritik hervorgerufen, dass man den auf einmal nicht mehr hat laufen lassen, weil kein Mensch auf die Idee gekommen ist, dass man das in irgendeiner Form mit Rassismus oder was auch immer in Verbindung bringt. Ja, ich glaube, der läuft auch nicht mehr schwarz angemalt. Ich persönlich finde es ein bisschen schade. Blackfacing finde ich einfach nur abstoßend und widerlich und rassistisch. Dahinter steckt, dass man sich über schwarze Menschen lächerlich macht, wie sie aussehen, wie sie agieren, wie man sie als dumm darstellt, gerade in der Kolonialzeit, um weiße Menschen zu amüsieren. Ich finde, dass man nicht die Merkmale einer unterdrückten Ethnie übernehmen sollte, wenn man genau weiß, dass diese Personen, die zum Beispiel die schwarze Hautfarbe haben, die schwarzen Dreadlocks tragen, dass die zum Beispiel von der Polizei gejagt und verfolgt werden. Wenn jetzt ein weißer Mann sich oder eine weiße Frau sich jetzt Dreadlocks anzieht oder Dreadlocks machen lässt, dann kann das zum einen eine Art von Anerkennung sein, so ist es wahrscheinlich auch gemeint, aber es kann für die Leute, die eben mehr in diese Frisur interpretieren, für die Haare ein politisches Statement darstellen, für diese Menschen kann es eben auch zynisch rüberkommen. Ich verstehe die Menschen, wenn die sagen, das ist Rassismus und das ist eine Verzerrung, das ist eine falsche Widerspiegelung von unserer Kultur, von uns Menschen. Wir fühlen uns da diskriminiert. Deswegen verstehe ich den Einwand absolut und ich finde, man darf sich dann auch nicht darüber stellen. Im März 2022 wurde die weiße Musikerin Ronja Malzahn aufgrund ihrer Dreadlocks von einer Ortsgruppe der Klimaaktivisten von Fridays for Future ausgeladen. Ihr Auftritt wäre nur möglich, wenn sie sich zuvor die Haare abschneiden lassen würde. Ich finde es einfach ganz schwierig, weil von wem wurde sie ausgeschlossen und auf wen wurde die Debatte letztlich verschoben? Sie wurde von weißen Menschen ausgeschlossen, die bei Fridays for Future sind. Und dann hat man die ganze Debatte auf Menschen mit Migrationshintergrund, auf schwarze Menschen hat man geschoben und gesagt, die hätten die Musikerin ausgeschlossen. Wenn man es anfängt, die Kulturen voneinander abzutrennen und zu sagen, du darfst das nicht und der das nicht. Ich glaube, diesen Leuten kann man keinen Vorwurf machen in dem Sinne, aber wenn sie dann konfrontiert werden mit dieser Thematik, dann sollten sie, finde ich, schon offen dafür sein. Ich würde mir wünschen, dass man die Kulturen in erster Linie respektiert und zum anderen eben auch viel stärker in den Dialog tritt und die Bereitschaft dazu hat, Dinge zu verstehen. Also wenn ich jetzt Menschen sage, das und das ist nicht okay, dass sie dann nicht direkt sagen, ja, du willst uns doch nur die Kultur schlecht machen oder so oder warum sollen wir das nicht auch machen, das ist doch schön, sondern dass man auch mal bereit ist, zuzuhören und sich selbst und seine Privilegien vor allem zu reflektieren.